Hey Freunde, was geht? Ich bin's, eure Sandy, und in meinem heutigen Video zeige ich euch einfach mal meine Präsentation. Bitte nicht wundern, es wird einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch übersetzt, also freut euch. So guys, everyone who talks English, welcome to my channel. Today I'm going to share my presentation about depression, so please don't wonder, I will talk in German and in English. The first will be German, the second will be English, so enjoy. Gut, als erste Folie habe ich mir überlegt, ihr könnt zum Beispiel hier nehmen, was ist eine Depression? Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, Depression ist eine Erkrankung oder besser gesagt eine psychische Störung, und das Wort bedeutet Depression kommt vom lateinischen depressa und bedeutet niederdrücken. So if you want to do a presentation about depression, you could say, for example, what is depression? You can put a picture in where it says, point to me because I suffer from depression. Then you can say depression means like if someone pins you down, and it's like any other thing, it needs to be, it's a sickness. And yeah, so typische Symptome sind gedrückte Stimmungslage, Interesse und Freudelosigkeit. Beispiel, wenn du früher gerne was gemacht hast, sei es, wenn du früher gerne Gitarre gespielt hast oder mit Freunden getroffen hast, möchtest du es nicht mehr machen. Und hier auch gar keinen Bock mehr auf irgendwas. So, as it says here, this is a joke, right? Okay. As it says here, please excuse the sneeze, I can't change it. It says here that you have like, how to explain this to you? Like always when you liked something, for example, you love to play guitar, football or whatever, you don't like it at all anymore, you don't see why you need to do it or why you want to do it, but it would be still like you lost the interest in it. And here it just says like it just says like you don't want to do anything anymore. So wir haben 5 unterschiedliche Depressionen. Wir haben einmal die unipolare Depression, die bipolare Depression, saisonalabhängige Depression, Schwangerschaftsdepression, Dystomie. As you can see, we have 5 different depressions. We have the, as you can see here, and I will just explain two to you. So, zwei erkläre ich euch. Ich erkläre euch die saisonale und die Schwangerschaftsdepression. Saisonal abhängige Depression, oder wie viele sie nennen, Herbst-Winter-Depression. Ja, ist einfach, die tritt halt im Herbst-Winter auf, also geht von Herbst bis Winter, ist immer so in den gleichen Monaten, immer zum gleichen Zeitpunkt. Die Depression ist eigentlich, es ist das gleiche, also auch genau bei der Schwangerschaftsdepression, nur Schwangerschaftsdepression auch zum Beispiel tritt nur bei schwangeren Frauen auf. Seltsam, aber ist so. So, for example, we have like the normal depression, which is just like depression, and for example the winter depression is just like to that time you have it to that time, and then you don't have it anymore. And the pregnancy depression is like you only have it when you're like pregnant, and as soon as you don't have the baby anymore, you're not pregnant anymore. And then dann haben wir die unterschiedlichen Depressionen. Wir haben depressive Depression, chronische Depression und Depression mit unvollständiger Genesung. Also die depressiven Episoden sind halt, die kommen, wie erkläre ich das? Es ist immer so ein Schub von Depressionen, die was immer wieder kommen. Also sie kommen nicht immer wieder, aber es ist so, du bist glücklich, dann kommt ein Schub von Depressionen, dann geht es wieder Bäche und dann kommt der nächste Schub. Chronische Depressionen sind immer die was immer wieder kommen, immer und immer wieder. Und Depression mit unvollständiger Remission bedeutet einfach, du erholst dich von diesen Depressionen nie mehr. So, we have like 3 different types. We have the depression episodes, which are like, you have them and like you have they're like coming all the time. Yeah, like you have them like, for example, the whole February, and then you don't have them anymore. Then the next point is like you have the depression again and again and again and again, like always at the same time. And depression with not like, the third point is like
you have depression, and then you start to feel better, but you never 100% like, you never feel 100% like happy or like 100% good anymore. So, als nächstes haben wir Einfluss von Depressionen auf den Tagesablauf. Wir haben 4 Punkte, und zwar, die sind ganz, ganz wichtig. Für zum Beispiel, wir haben Schlafstörungen. Bedeutet, du kannst einfach nicht mehr schlafen oder du schläfst nur noch 2 bis 3 Stunden oder wie auch immer. Dann haben wir Stimmungsschwankungen, was auch sehr viele sagen, dass das Frauen haben, wenn sie ihre Periode haben, aber ist okay. Und es sind halt einfach so, du bist schlecht gelaunt, bist du gut gelaunt, wieder schlecht gelaunt, wieder gut gelaunt, immer das Gleiche. Und zu Tagesbeginn sind deine Depressionen stark. Und sobald es zu den Abend hingeht, nehmen sie einfach immer mehr ab. Und so sollten sie dann eher ganz, ganz sollten sie so unter leichte Depression eingestuft werden. So we have like 4 points how the depression affects your day. For example, you can't sleep anymore. Like if you slept, for example, 8 to 10 hours, you just sleep 2 hours or 4, let's say 6 hours, for example, or 5 hours. And you just don't sleep like you just sleep like, for example, from 3 to 6, which are only 3 hours, and then you sleep in the evening from 8 till 10. Then you have those mood swings what every person has who is like a teenager also, yeah. And also a really, really important point is that if the day starts, the depression is like worse, and when it comes like the evening, then the depression slowly goes down and you just start to feel a little bit better. So, als nächstes haben wir die Auswirkungen der Depressionen auf den Körper. Wir haben hier schon ein Bild, wo man viel sagen kann: Startstörungen, Schuldgefühle, Zukunftsangst, Müdigkeit, depressive Bestimmungen, Suizidgedanken. Dann habe ich noch ein paar Punkte geschrieben, zum Beispiel Minderung des Appetits, kein Hunger mehr oder zumindest wenig Hunger, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Kreislaufstörungen, ein Druck auf der Brust und Völlegefühl. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Völlegefühl oder einen Druck auf der Brust hat, aber wer das hat, kennt das eigentlich. Ein Druck auf der Brust ist immer so, als wenn jemand die ganze Zeit gegen deine Brust drückt, und Völlegefühl ist immer so, nee, du möchtest das nicht machen oder du hast keinen Hunger mehr und all solche Dinge. As next we have like how the depression affects your body. We have here a picture and it says suicide thoughts, then you're scared of your future, you're tired, you can't concentrate and don't pay attention, depression like moods, yeah. I also wrote here some points. For example, you're not hungry anymore, or at least say you're not that hungry. If you like ate 3 meals a day, you only eat 1 or 2 a day. Then you also have headaches, your back hurts, your chest hurts. You always feel like you're full even though you didn't eat or something like that. Okay, als nächstes haben wir 5 Punkte, durch was Depressionen überhaupt hervorgerufen werden. Ja, Verluste, Belastung, Überforderungen, Elternteil verloren, Familienteil, Freunde verloren. Wenn man wirklich überbelastet wird, wenn einfach viel zu viel auf einmal kommt oder wie auch Überforderung ist. Wenn du jetzt zum Beispiel Schule gehst und hast 5, 6 Tests an einem Tag oder sagen wir 3 Tests an einem Tag, einfach viel zu heftig. Dann haben wir die seelische Verletzbarkeit. Man kann ja auch seelisch verletzbar werden. Dann haben wir eine binomische Veränderung im Gehirn. Kann auch sein, dass sich irgendwas in deinem Gehirn ändert und dass auch dadurch Depression hervorgerufen wird. Traumatische Erlebnisse, Familienteil verloren, Freunde verloren, wie auch immer. Und durch Medikamente, bei sehr vielen Medikamenten kann drin stehen, führt zu Depressionen. Ja, das sind auch die Medikamentenbox hier. So, the next thing is we have like why can you have a depression? Or let's say what causes a depression? For example, if you lose a family member, or if you get hurt, like if someone says a mean thing, like for example, you're fat, you're all beautiful people, but like someone says it, that can really, really hurt you, and if someone says all the time, it can start causing you depression. The next thing is like that's like that point, which just basically means that something in your brain changes.
and it can happen that this causes depression. I have no clue how, but I've heard from a lot of people that it could be. The next thing is like, the fourth point is like, how to explain it? If you, for example, have abusive parents, then they hurt you. This is really traumatic for you. Or if you lost a parent, or a member of your family, this can also be a point of depression. And also medicine. Sometimes it says on medicine, like on the back, if you need to take medication, it says on the back causes depression, but it says pretty small, so you don't really see it. And the last thing, I think it's a lot, okay, und das letzte, was wir jetzt haben, oder ja, das letzte, was wir haben, ist die Antidepressiva. Und das nehmen Menschen, die an Depressionen erleiden, ich würde jetzt mal so sagen, ja, die nehmen das einfach, um die Depression bisschen, damit sie ein bisschen besser wird, aber du musst auch psychisch, du musst bei einem Psychiater und alles sein. The last thing is like, you need to go, it's like how you can go better from your depression. You need to take some medication, which are called antidepressiva, and it's like you get it from the doctor. I have no clue how that is called, but like when you're sick or you need to talk with someone about it, and you go there and he says you suffer from depression, you need that, and then you need to take it. And this was the last thing, I think. Yeah, the last thing, it says thank you for your attention. If you like it, please give it a thumbs up, subscribe to my channel, put notifications on. If you want more English videos, please tell me in the comment section and I will do it. I wish you all a happy day, a happy night, a happy evening, whatever. And I will see you next time, guys. So, Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Welche Videos wollt ihr als nächstes sehen? Wollt ihr mehr von diesen Videos sehen? Dann schreibt es in die Kommentare und ich sehe es. Und dann wir sehen uns morgen mit einem neuen Video. Bis dann, Freunde. Ciao.